Ja, und zum Jahreswechsel, da steigen nun auch die Krankenkassenbeiträge und die Kassenchefs, die sprechen nun Klartext. Schuld sei die Regierung und das Bürgergeld. Das Geld, das die Krankenkassen für die Bürgergeldempfänger bekommen, sei einfach zu gering. Eigentlich wurde im Koalitionsvertrag vereinbart, die Zahlungen zu erhöhen. Bisher ist das aber nicht passiert. Nun gilt es, ein Finanzloch von 9,2 Milliarden Euro zu stopfen auf Kosten der regulären Beitragszahler. Darüber möchte ich sprechen mit Florian Lanz, Pressesprecher des GKV-Spitzenverbandes. Schönen guten Tag, Herr Lanz. Hallo Frau Pochhammer, ich grüße Sie. Also wir hören jetzt, das Geld, was Sie für Bürgergeldempfänger bekommen, das reicht offenbar nicht. Wie groß ist denn die Differenz tatsächlich? Was kosten die Empfänger? Was bekommen sie konkret? Das Bürgergeld ist ja, wie auch schon das Arbeitslosengeld II vorher, eine staatliche Fürsorgeleistung. Damit hat der Staat die gesetzlichen Krankenkassen, aber auch die private Krankenversicherung beauftragt, sich darum zu kümmern, die gesundheitliche Versorgung sicherzustellen. Wir bekommen ungefähr ein Drittel der Kosten. Das heißt, die gesetzliche Krankenversicherung bekommt vom Staat pro Monat ungefähr 120 Euro für jeden Bürgergeldempfangenen. Tatsächlich sind die Kosten aber ungefähr 320 Euro im Monat. Das heißt, wenn man das zusammenzählt, uns fehlen, sage und schreibe, 10 Milliarden Euro im Jahr, die wir eigentlich an Steuergeld bekommen müssten, das aber nicht passiert. Und wo sollen diese 10 Milliarden jetzt tatsächlich herkommen? Das kann man ja jetzt nicht alles auf die regulären Beitragszahler umlegen, oder etwa doch? Genau das passiert gerade. Und das ist ja tatsächlich das Problem. Also der Staat hat eine Leistung bei der gesetzlichen Krankenversicherung bestellt, hat gesagt, kümmert euch um die Bürgergeldempfangenden, wenn die eine medizinische Versorgung benötigen. Das machen wir, so wie es unser Auftrag ist. Aber wir bekommen 10 Milliarden Euro zu wenig. Die bleiben im Finanzministerium, anstatt sie korrekterweise an die gesetzliche Krankenversicherung auszuzahlen. Und was dabei besonders ärgerlich ist und auch schreiende Ungerechtigkeit. Die private Krankenversicherung, wenn also jemand vorher privat versichert war, da zahlt der Staat 420 Euro im Monat. Also viel, viel mehr Geld. Und da fragen wir uns schon, warum werden die gesetzlich Versicherten, die gesetzliche Krankenversicherung so viel schlechter behandelt als die private Krankenversicherung? Man fragt sich ja auch, warum passiert in dieser Frage nicht so viel, obwohl das Ganze ja eigentlich auch im Koalitionsvertrag bereits vereinbart wurde. Hat man da mit Ihnen von Seiten der Politik irgendwie mal gesprochen, Ihnen eine Erklärung geliefert, warum da tatsächlich noch nicht mal wirklich konkret dazu geplant wurde bislang? Es ist ja schon der zweite Koalitionsvertrag, in dem das als Problem drin steht, in dem die letzte Bundesregierung, die aktuelle Bundesregierung, beide haben am Anfang versprochen, wir lösen das Problem, es gibt mehr Geld, wir kümmern uns darum. Und jetzt ist es mehr so ein Schulterzucken, naja, wir haben kein Geld, die Schuldenbremse, Sie wissen ja. Und das ist natürlich eigentlich keine richtige politische Haltung, sondern wenn der Staat bei der gesetzlichen Krankenversicherung eine Leistung in Auftrag gibt, dann muss er sie auch voll bezahlen. Hier wird gespart 10 Milliarden Euro zu Lasten der gesetzlich Krankenversicherten und ihrer Arbeitgeber, die ja dadurch höhere Krankenkassenbeiträge bezahlen müssen. Der Anstieg der Krankenkassenbeiträge zum Jahreswechsel könnte mindestens halbiert werden, wenn der Staat seine Gelder für die Bürgergeldempfangenden voll bezahlen würde. Sagt Florian Lanz. Danke Ihnen sehr, dass Sie hier Klartext gesprochen haben.